Seit über 2 Monaten sind wir nun schon auf der Baja California und einige Flecken kennen wir schon ziemlich gut. Und dennoch entdecken wir immer noch Neues. Es zieht uns wieder in die Berge und wir schwimmen in türkisen Pools eines Bergbachs. Doch auch zurück am Strand dürfen wir neue Tierbegegnungen erleben und einen Ort besuchen, der wegen eines Elements besonders bekannt ist. Let's go! Es geht weiter. Hallo zu einem neuen Video. Wir sind in den Bergen, denn wir haben genug von Strand. Wir brauchen mal was anderes. Und wir haben hier einen richtig coolen Spot, den wir besuchen wollen. Den müssen wir uns aber verdienen. Ich glaube, es wird ein bisschen anstrengend. Kann das sein? Könnte sein. Aber umso schöner wird es dann, wenn wir da sind. Genau. Wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist, wir sind nicht alleine, sondern die gesamte Crew ist mit dabei. Ja, heute mal eine andere Aktivität, anstatt einfach am Strand zu liegen und ja, nichts zu tun. Keine Ahnung, ob wir den Platz finden, wo wir hinwollen, denn hier ist überhaupt kein Weg eingezeichnet. Aber ja, mit so vielen Spürnasen, die wir hier dabei haben, werden wir sicherlich den Ort finden, wo wir hinwollen. Hier ist echt wie so ein Tarantelgebiet. Ja, wenn ich mir daheim eine Tarantel züchten würde, dann würde ich die genau in so einer Area großziehen. Also bisher war ja noch relativ gut sichtbar, wo es lang geht, einfach den Fluss entlang. Aber ja, jetzt mal sehen, ob das hier wirklich der richtige Weg ist. Wir sind uns ein bisschen unsicher, aber probieren es einfach mal, oder? Nur so finden wir es raus. Ist das hier der Aussichtsturm? Nee, das ist das Häuschen. Habe ich auch gerade Gut, also gemäß dieser sehr akkuraten Zeichnung geht es vor dem Häuschen wieder nach links. Also schon eher hier, oder? Ja. I've stopped worrying about worrying. We will keep turning. Doesn't matter what I do. Meine Lieblings-YouTuber! Ich glaube, wir machen eher Aguarama mit unseren Flaschen. Ganz kurz um die Ecke. Komm, jetzt da könnte es Wein geben. Jetzt kommt sie Gibt's da mit so Wein? 2 Pullen zurück. Gibt's da Wein? Ja, das finden wir jetzt raus, aber wenn, dann wird's Caro rausfinden. Hat Caro ihn schon ausgetrunken, bis wir da sind. Wenn Caro nicht wahrscheinlich. zurückkommt, gibt es da Wein. Gut, wir geben mir 10 Minuten. This time I will go wherever you go. I will stop being a no-show. I know, never stop believing in you. Und ist das der Platz, wo wir hin wollten? Ich glaube schon, ab hier geht's wieder zurück. Also wir sind schon über die Hälfte und wir sind gerade mal eine gute Stunde unterwegs. Ja, sieht schön aus. Ja, ist noch mal schöner als da beim Stausee. Ja. Staudamm. Ja. Hier drüben scheint auch gerade die Sonne so drauf, dann kommt das Wasser so schön zur Geltung. Ab ins Wasser. Ja, los, oder? Für das sind wir hierher gekommen.
Dieser Platz ist ein richtiger Traum, aber ohne die Gesellschaft von diesen verrückten Leuten hier wäre er nicht halb so schön. Also wir sind richtig froh, dass wir zurzeit noch in der Gruppe reisen und ja, jeden Tag ist einfach ein richtig wunderschöner Tag und danke dafür euch allen. Was für ein wunderschöner Ort. Also ich habe ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass es so schön wird. Ja, Also, ich auch nicht. Wo die Sonne noch nicht draußen war, da kam es einfach so gar nicht so zur Geltung. Aber ja, ich würde sagen, wir legen jetzt die Kamera zur Seite, genießen es einfach so noch ein bisschen und wir sehen uns zurück im Van. Wir sind zurück und das hat richtig gut getan, auch mit dem Wasser. Aber wir haben auch beschlossen, wir waren doch eigentlich schneller unterwegs, als wir dachten. Also fahren wir heute noch weiter. Das heißt aber, wir müssen den Van auch fertig kriegen, ein bisschen aufräumen. Und ich höre mir in der Zwischenzeit einen Blink an. Bei genauer Betrachtung ist es doch so. Jedes Mal, wenn wir uns auf die Art in das Leben eines anderen Menschen einmischen, verfolgen wir eigentlich unsere eigenen Ziele. Wir kontrollieren sein Verhalten, statt seine wahren Interessen zu fördern. Während ich hier drin alles fertig mache, höre ich mir den Blink "Du musst nicht von allen gemocht werden" von den beiden Autoren Kishimi und Koga an. Darin geht es um selbstbestimmtes Leben und die dazugehörigen psychologischen Erkenntnisse, die ein österreichischer Psychologe gewonnen hat. Ja, es ist ja doch oft so, dass man sich durch Erwartungen anderer oder eben auch Kindheitstraumata verbiegt und eben doch nicht dem eigenen Kompass folgt, und das kann man verhindern und so auch aus dem Teufelskreis ausbrechen. Falls jemand Blinkist noch nicht kennt, die Blinkist-App hilft dabei, das Wichtigste aus 5000 Sachbüchern und Podcasts in durchschnittlich etwa 15-minütigen Blinks zu verstehen. Und die Themen reichen hier von Politik über auch Psychologie, aber auch hin über Business, Technologie und gesellschaftliche Themen. Und es gibt jetzt auch noch eine neue Funktion, nämlich Blinkist Connect. Damit kann ein Premium-Nutzer seinen Account mit einer beliebigen Person teilen und damit hat man quasi 2 Premium-Accounts zum Preis von einem. Und wenn ihr euer Abo über unseren Link, den ihr auch in der Videobeschreibung findet, abschließt, erhält ihr zusätzliche 25% Rabatt auf euer Premium-Abo. Ich würde aber sagen, die anderen sind schon fast fertig, das heißt, wir müssen hier klar Schiff machen und ich mache mal den Abwasch fertig. Okay, es gibt einen Zwischenstopp. Wir sind nämlich an der Asphaltstraße angekommen und das heißt, wir pumpen unsere Räder wieder auf. Wir wurden letztens hingewiesen, dass wir immer zeigen, wie wir Luft ablassen, aber nicht, wie wir die Luft wieder aufpumpen. Also zeigen wir euch das diesmal auch noch. Wir haben uns den Kompressor ja in Kanada gekauft und der ist richtig gut, obwohl wir fast nichts bezahlt haben für den. Ja, wir stellen das ein, wie viel wir wollen und dann läuft es automatisch. Wir schauen noch, vielleicht wird es
Mal müssen die Leute ihre Reifen aufpumpen da. So nervig. Gut, dass wir diesmal das Ablassen vergessen haben beim letzten Mal. Wann habt ihr das eigentlich gemacht? Hier an dieser Kreuzung, Echt? wie wir auf euch gewartet Wollen wir haben. da? So, wir müssen... Das Ding explodiert wahrscheinlich. Dann muss deiner nochmal hinhalten. Und übrigens, wir werden immer nach Empfehlungen bezüglich Luftkompressoren gefragt. Unseren haben wir leider in Kanada gekauft, weshalb wir den eigentlich nicht verlinken können. Aber Sven hat einen richtig guten, den verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr mal nachschauen. Und ja. Den gibt es auch in Europa zu Genau. kaufen. So, Jetzt geht's weiter. Ja. Auf den Straßen hier sieht man wirklich alles Mögliche. Also zum Teil halb zerfallene Autos, Tiertransporte und da vor uns schläft jetzt einer auf der Ladefläche eines Pickups. Also ja, Der normale Wahnsinn auf Mexikos Straßen. genau. Und hier ist es völlig normal. Entspannt. So, und wir haben unseren Spot für heute erreicht. Wir stehen wieder mal an einem wunderschönen Strand. Nicht der, den wir geplant hatten. Wir wollten eigentlich weiterfahren, aber ja, das hätten wir heute nicht mehr bei Tageslicht geschafft. Das war uns in dem Moment wichtiger. Drum, ja, heute übernachten wir hier. Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben ruhig geschlafen. Heute früh haben wir ein bisschen einen Bass von mexikanischer Musik gehört. Man merkt also, dass wir heute nicht so in der Wildnis übernachten, wie wir es die letzten Tage sehr gerne gemacht haben. Aber auch so ist es schön. Ja, wir stehen trotzdem am Meer, am Strand. Ich bin heute früh eigentlich raus, weil ich gehofft habe, dass wir ein Spektakel wie gestern Abend nochmal erleben. Ihr habt es ja gesehen, das waren Delfine, hunderte Delfine, die da einfach draußen in einer riesigen Schule da herumgesprungen sind und sich des Lebens gefreut haben. Ich weiß gar nicht, wieso die Delfine so gesprungen sind, aber ja, war sehr schön mit anzuschauen und ja, in dem Sinne freue ich mich auf das, was der heutige Tag zu bieten hat. With your hand on your heart, please tell me which way to go. 'Cause I sure don't know.
say? How will I cope? Wir haben eine richtig gemütliche Zeit hier wieder am Strand, aber Tommys Fahrzeug hat seit ein paar Tagen ein paar Macken, da leuchtet immer wieder was auf. Ja, wir überbrücken jetzt mal das Fahrzeug, um zu schauen, ob wir damit irgendwas lösen können und ja, immer was zu tun. Kein Urlaub hier. Erst rot bei dir, dann rot bei mir. Moment. Ja. Und unten müsste ja noch gar nichts angezeigt werden, glaube ich. Nee. Aber es ist immerhin 13. So. 12,3. 12,6 unten an der Lichtmaschine. Erst Minus bei dir. Aber ja. Also was hat Marco gemeint, wenn... Er hat gemeint, wenn die Anzeigen erlischen, wenn ich an Roberto dranhänge, dann wissen wir, dass es eigentlich ziemlich sicher die Lichtmaschine ist, weil dann heißt es, dass nicht genug Saft ankommt. Aber das heißt ja, wenn die Anzeigen jetzt nicht erlischen, dass vielleicht gar nicht an der Lichtmaschine liegt. Aber die Zahlen, also die Nummern, die wir rausfinden bei meiner Lichtmaschine, sind auch nicht geil. Wir wissen, dass wir immer noch nichts wissen. Wir gehen jetzt nach La Paz und dann schauen wir da beim Mechaniker vorbei, der soll die Lichtmaschine überprüfen. Ja? Und dann passt das. Ja, wenn es nicht das ist, dann kann man das ausschließen. Ja, voll. Zum Nachmittag hat sich der Wind ganz schön verstärkt. Das ist eigentlich so üblich in diesem Abschnitt der Baja. Und darum sind wir auch weitergefahren an einen Ort, der den Wind versucht optimal zu nutzen. Und eigentlich, ja, baut der ganze Ort hier drauf auf. Vom Strand hier wollten wir eigentlich reinstechen und gehen durch so einen Campingplatz irgendwie. Und ist ganz schön windig hier, die Geschichte. ja, hier eben schon ein bisschen weniger und es tut richtig gut da am Strand direkt. Das war ja, es windet einen fast davon, aber deswegen sind auch alle Kitesurfer hier. Ja. Wir haben uns ins Innere geflüchtet, denn draußen ist es so windig. Boah. Und sind alle sind hungrig.
schon um die Mittagszeit gibt es hier Tequila oder Margaritas. Ja. Es ist 10 vor 1. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Aber Mega gut. Aber das Witzige ist, wir haben 2 verschiedene Tequilas bestellt, weil hier kennen sie sich wohl aus. Hier bestellt man nicht die Frucht, sondern den Tequila, der in den Margarita reinkommt. Mal sehen, ob es einen Unterschied macht für Laien wie uns. Das war lustig. Ja, sollte eigentlich nur eine kleine Erfrischung und was Kleines zu essen sein, aber ja, in guter Gesellschaft kann es eben mal länger dauern und auch ein bisschen fröhlicher werden. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück zum Van und fahren, glaube ich, zum Stellplatz und mal sehen, was da so läuft. Wir sind zurück in La Paz. La Ventana war richtig schön, aber wir haben hier einiges an Erledigungen zu machen und ja, da eignet sich La Paz einfach am besten. Hier haben wir die Infrastruktur und wir haben hier wieder unsere Basis im Campingplatz aufgeschlagen. Genau, zum Duschen, zum Wäschewaschen Genau, und denn uns vorbereiten. ja, wir haben einiges vor, aber das seht ihr im nächsten Video nächste Woche. Wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann! Hasta luego! Und so sieht's aus, wenn ich dann zurücklaufen muss nach solchen Aufnahmen. Puh.